Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Der weihnachtliche Frieden in der Ampel scheint wiederhergestellt. Zumindest vorerst. Nach rund 200 Stunden Verhandlungen präsentierten Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister den Kompromiss, der das Gerüst für den Haushalt 2024 bilden soll. Was genau beschlossen wurde, ist noch nicht in allen Details ausgearbeitet. Bei der Pressekonferenz am Mittag stellte jede Partei zunächst heraus, wo sie nicht wird sparen müssen. Die SPD bei den Sozialleistungen, die Grünen bei Heizungstausch und Wirtschaftsumbau. Und die FDP bekommt eine wieder geltende Schuldenbremse als Trophäe. Vorerst. Über den Tag in Berlin berichtet Thomas Reichert. An diesem Morgen werden ein paar Dinge klarer im Kanzleramt. Die Fenster und die Sache mit dem Haushalt. Nur ein paar Stunden Schlaf liegen hinter Scholz, Habeck und Lindner, als sie vormittags zurückkehren. Nach einer letzten Verhandlungsnacht, nach Wochen, haben sie sich endlich geeinigt. Und ein erleichterter Finanzminister versucht es gar mit einem Witz. Im Kabinett sei es eben um eine Strategie gegen Einsamkeit gegangen. Ich kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind. Wir haben intensiv gearbeitet. Und wir können hier heute vor Sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben. 60 Milliarden Euro fehlten der Koalition nach dem Karlsruher Urteil plötzlich. Dennoch, so Kanzler Scholz, die Ampel halte fest an ihren Zielen. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Fragen dazu will der Kanzler erstmal nicht beantworten. Und sein Blick zurück scheint zu sagen, dass auch sonst niemand auf die Idee kommen solle. Eigentlich müsste Scholz jetzt direkt in den Bundestag, aber es dauert. Ich gehe davon aus, dass der Kanzler hoffentlich gleich pünktlich zu seiner Regierungserklärung erscheint. Tut er dann tatsächlich. Die Lösung für das Milliardenloch, die er dabei hat, heißt vor allem Sparen, weniger Steuererhöhungen. Und auch die Schuldenbremse wird nicht einfach ausgesetzt mit dieser Einschränkung. Klar ist aber auch, sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert, weil andere Unterstützer ihre Ukraine-Hilfe zurückfahren, weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt, dann werden wir darauf reagieren müssen. Bei Friedrich Merz wird es dann lebhaft im Plenum. Die Union sprach schon vom möglichen Bruch der Ampel, von Neuwahlen. Empörte Zwischenrufe deshalb aus der SPD-Fraktion. Und ein ebenso empörter Merz, der Scholz wegen der Ukraine eine neue Trickserei beim Haushalt vorwirft. Sie wissen, dass Sie das nicht einhalten können, was Sie heute Morgen hier gesagt haben. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldensgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Bundeskanzler. Später sitzen die Ampelspitzen noch mal zusammen im Kanzleramt. Beim Milliardenkompromiss hat jeder das Gesicht gewahrt. Die SPD beim Sozialen, die Grünen beim Klimaschutz, die FDP bei der Schuldenbremse. Nur der Streit mit der Union um diesen Haushalt, der wird wohl weitergehen. Wie gesagt, noch sind nicht alle Beschlüsse aus der Nacht genau ausbuchstabiert. Aber klar ist, dass die Kürzungen und Sparvorschläge dieses Mal uns alle betreffen. Strom, Sprit und das Heizen werden teurer. Inlandsflüge auch. Andreas Huppert mit einer ersten Analyse der Streichliste. Was haben eigentlich Plastikverpackungen mit dem Bundeshaushalt zu tun? Bisher eher wenig, in Zukunft allerdings viel mehr. Denn die von der EU eingeführte Plastikabgabe, immerhin 1,4 Milliarden pro Jahr, wird künftig nicht mehr vom Bund beglichen, sondern von den Herstellern und dem Handel. Konsequenz des neuen Sparhaushalts. Dass die Plastikabgabe von den Inverkehrbringern gezahlt wird, die stimmt technisch, aber am Ende werden wir sie in den Kundenpreisen wiederfinden. Teurer wird es auch in der Landwirtschaft, denn die deutschen Bauern müssen künftig ebenfalls mehr an den Staat abführen. Der vergünstigte Agrardiesel für die Land- und Forstwirtschaft fällt weg und bringt die Bauern auf die Barrikaden.
Wir sind darauf angewiesen, können ohne Diesel keine Lebensmittel für die Bevölkerung erzeugen. Und mit diesen Vorschlägen würden wir ins Mark getroffen werden. Mehr Einnahmen für den Staat, auch durch einen höheren CO2-Preis. Eigentlich sollte die Tonne Kohlendioxid ab Januar 40 € kosten. Jetzt geht's rauf auf 45. Das wirkt sich beim Autofahren aus, denn der ab 2024 schon höhere Spritpreis steigt dadurch laut ADAC beim Benzin noch einmal um 1,4 Cent. Diesel wird damit um 1,6 Cent pro Liter teurer. Die Förderung von E-Autos lässt die Bundesregierung früher als geplant auslaufen. Das spart. Und Steuern drauf heißt es beim innerdeutschen Flugverkehr. Eine Kerosinsteuer soll hier die Staatseinnahmen steigern. Geeinigt hat man sich auf 1,5 Milliarden € Einsparungen beim Etat des Arbeits- und Sozialministeriums, zum Beispiel indem ukrainische Geflüchtete schneller in Arbeit gebracht werden. Die Sozialverbände fürchten allerdings Kürzungen im Allgemeinen. Man will einerseits besser vermitteln, mehr Menschen vermitteln, braucht dazu eigentlich mehr Personal und gleichzeitig will man hier den Rotstift ansetzen. Das passt alles nicht. Mit anderen Worten, wir haben mehr Fragezeichen nach dieser Pressekonferenz als vorher. Klein, klein statt großem Wurf, so bewerten etliche Ökonomen den Sparhaushalt. Letztlich ist es eine Mogelpackung. Man hat das Problem in die Zukunft verschoben. Man hat hier keine dauerhafte Lösung für die fehlenden 60 Milliarden € gefunden und auch keine Antwort darauf, was man wirklich tut, um zukünftig mehr Investitionen tätigen zu können. Die politische Einigung steht, das letzte Wort hat jetzt das Parlament. Spätestens im Februar soll dann der Haushalt 2024 endgültig beschlossen werden. Es hagelt Kritik an den Beschlüssen der Ampel. Darüber wollen wir reden mit Robert Habeck, Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Guten Abend nach Berlin. Hallo, guten Abend. Sie haben heute Mittag in Berlin den bemerkenswerten Satz gesagt, das tut mir weh. Was an diesem Paket, das Sie heute beschlossen haben, schmerzt Sie am meisten? Ach, da will ich es gar nicht unterscheiden, aber es ist natürlich immer klar gewesen, dass wenn wir nicht Probleme, die ja entstanden sind durch die Situation in Europa, also den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und durch die wirtschafts- und energiepolitischen Krisen danach nicht mehr durch Kredite heilen können, wie das jetzt ja verwehrt ist, dass wir entweder Gelder einsammeln müssen, also mehr Geld generieren müssen oder Programmtitel streichen müssen. Und das haben wir jetzt getan. Und das ist ja auch eine Zumutung für bestimmte Teile der Bevölkerung oder für bestimmte Wirtschaftssektoren. Das ist nicht schön und ich verstehe den Unmut, aber es ist natürlich die einzig denkbare Antwort. Und wir haben uns entschieden, möglichst breit einzelne Maßnahmen zu machen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, statt ganze Sektoren oder ganze Bevölkerungsgruppen in einem großen Umfang zu betreffen. Tut es nicht aber auch ein bisschen weh, dass Sie bei der Förderung von Solarenergie kürzen mussten, aber nicht bei der reduzierten Steuer auf Diesel? Denn die Kritik an diesem Haushalt ist ja, dass die Maßnahmen nicht mutig genug sind, dass es kein Neustart ist, sondern irgendwie ein weiteres Durchwursteln. Reicht Ihnen das oder war einfach nicht mehr möglich? Also so nehme ich es nicht wahr. Die Kritik, die ich wahrnehme, ist ein breiter Chor an Kritik an jeweils einzelnen Maßnahmen. Und gerade bei denen, wo Verbräuche teurer werden, also wir werden ja jetzt eine Subventionierung der chemischen Industrie, die bisher vom Staat getragen wird, die sogenannte Plastikabgabe einführen, sodass also am Ende die Verbraucherinnen und die Verbraucher für Plastikprodukte, das werden nur Centbeträge sein, aber es werden eben Centbeträge sein, einen Beitrag zahlen müssen. Das nehme ich wahr. Und wenn Sie nach dem Diesel fragen, also mit der höheren CO2-Abgabe, wir kehren ja auf den Pfad der Großen Koalition zurück. Also das, was die Regierung Merkel beschlossen hat, wird jetzt wieder Realität, wird auch das Tanken teurer. Moderat sind Centbeträge pro Liter, aber auch das wird teurer. Insofern glaube ich, ist, so wie ich es wahrnehme, die Kritik nicht, ihr tut zu wenig, sondern alle, die jeweils in bestimmten Bereichen Plastik oder CO2-Abgabe betroffen sind, sagen, hätte das denn nicht auch anders gehen können? Genau, also der CO2-Preis, Sie haben es gesagt, der steigt von jetzt 30 € auf 45 € ab 1. Januar pro Tonne CO2. Dadurch wird Tanken und Heizen teurer. Außerdem steigt der Strompreis. Und haben Sie das durchgerechnet, was das für die Bürger heißt und über einen Ausgleich nachgedacht?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie viel gefahren wird oder beruflich gefahren wird. Da gibt es ja die Pendlerpauschale, die wir damals angehoben haben, als die Energiepreise für das Tanken so hoch waren im Jahr 2022, die einen Großteil dessen noch abfedern werden. Aber es ist richtig, nicht mehr alle Kosten, die die Krise ausgelöst hat, können übernommen werden. Bei den Netzentgelten ist es so, dass durch die hohen Energiepreise des letzten Jahres, die waren nicht mehr ganz so hoch wie 2022, aber immer noch höher als im Normalfall wegen der höheren Gaspreise, die Netzentgelte so teuer geworden sind. Wir wollten die übernehmen. Wir hatten dafür einen Fonds, wir hatten das schon als Gesetz fertig gemacht und im Grunde schon beschlossen. Aber dann wurde dieser Fonds nach dem Urteil von Karlsruhe aufgelöst und wir haben keine weiteren Refinanzierungsmöglichkeiten gefunden, die auch noch zu übernehmen. Es wären nochmal 5,5 Milliarden gewesen. Dafür gab es dann keine Möglichkeit mehr, die uns eingefallen wäre, ohne weitere Belastungen an anderen Stellen, wo wir sie nicht haben wollten, auszulösen. Genau, und das müssen jetzt die Verbraucher zahlen. Wie glauben Sie, wird das bei den Wählern ankommen, die ja im Moment sowieso nicht Riesenfans der Ampelkoalition sind? Wenn man keine Schulden mehr aufnehmen darf und man sich politisch vereinbart hat, keine Steuern zu erhöhen, dann gibt es ja eigentlich nur noch 2 denklogische Konsequenzen. Entweder der Staat übernimmt weniger Leistung, also federt nicht mehr alle Kosten ab, die ja aus dem System heraus entstehen. Es sind ja keine Kosten, die durch den Krieg, den wir uns ausgedacht haben, sondern sie kommen von außen. Die hohen Energiepreise kamen von außen und dann haben wir sie versucht abzufedern mit Schulden, mit Krediten. Das geht jetzt nicht mehr nach dem Urteil. Oder wir müssen Mehreinnahmen machen. Wir haben jetzt beides getan. Wir haben Subventionen gestrichen, also Mehreinnahmen für den Staat organisiert. Aber wir können auch nicht mehr alle Lasten übernehmen. Das ist die Konsequenz in der politischen Realität, in der wir sind. Natürlich verstehe ich, dass das Leute darüber nicht fröhlich sind. Wer will schon gerne mehr Geld bezahlen? Aber es war immer klar, also mir war das vom Tag 1 an klar nach dem Urteil, was das bedeutet. Und das darf ich nochmal sagen, dass es nicht verwechselt wird. Es hat an dieser Stelle nichts mit dem Klima- und Transformationsfonds zu tun, also der Unterstützung der Wirtschaft. Da haben wir unsere Probleme selbst gelöst. Ja, es ist sogar so, und das kann ich noch dazu fügen, dass wir in dem Klima- und Transformationsfonds die EEG-Umlage beibehalten. Also die übernehmen wir als Staat. Wir sorgen also dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Strompreis auch entlastet werden. Daran hat man sich jetzt wahrscheinlich schon gewöhnt. Aber trotzdem ist es nicht nur alles Belastung, sondern wir verteidigen auch die Entlastung. Okay, kommen wir noch mal zurück zur Schuldenbremse. Das ist ja so ein bisschen Etikettenschwindel, denn Sie lassen sich ja 2 Hintertürchen offen. Einmal bei der Hilfe für die Flutopfer und einmal bei der Hilfe für die Ukraine. Warum sagen Sie nicht einfach, Leute, wir schaffen es nicht ohne Schulden? Ich sehe es anders. Es ist kein Etikettenschwindel, sondern ganz im Gegenteil. Wir übernehmen ja jetzt durch die jetzt eben andiskutierten Maßnahmen Kosten, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst sind. Wir unterstützen die Ukraine mit 8 Milliarden Militärhilfe, also kaufen Waffen für sie. Wir haben Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland, was ungefähr Kosten von 6 Milliarden verursacht. Und dann gibt es noch Aufbaupositionen. All das finanzieren wir nicht über Kredite und Schulden, weil man jetzt auch ein Zeichen setzen wollte, dass wir diesen einfachen, bequemen Weg nach dem Urteil nicht erneut gehen, sondern finanzieren es aus dem Haushalt. Es ist also gerade nicht der billige Weg, die Schuldenbremse zu überspielen. Das Einzige, was der Bundeskanzler gesagt hat, und ich sage das Gleiche, ist, wenn die Ukraine weitere Hilfe braucht, weil es an der Front schwierig wird, weil das Land sich mehr verteidigen muss, weil Russland mehr Drohnen schickt, wenn wir also noch mehr tun müssen, dann wird es nicht gelingen, über noch höhere Bepreisungen von bestimmten Verbräuchen diese Ausgaben zu stemmen. Und das finde ich auch korrekt und richtig. Und das ist meiner Ansicht nach auch völlig im Rahmen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wenn eine noch größere Not entsteht, dann wird man auch darüber nachdenken müssen, die Notlage wieder auszurufen. Allerletzte Frage nach diesem Haushaltsmarathon und durchverhandelten Nächten. Was hält die Ampel noch zusammen, außer dem Willen zur Macht? Nein, aber das ist doch ein Beweis, wie handlungsfähig wir sind. Wir sind alle über unseren Schatten gesprungen. Niemand hat hier sein Lieblings- oder Parteiprogramm durchgesetzt. Hat lange gedauert. Das liegt daran, dass wir uns viel intensive Debatte gegönnt haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es zeigt doch, dass wir in der Lage sind, schwierige, ich meine, was gibt es denn für Politiker unpopulärere Sachen als
Belastung für die Bevölkerung zu beschließen. Und das tragen wir gemeinsam. Keiner stiehlt sich aus der Verantwortung. Und deswegen ist das eher ein Tag, der noch mal zeigt, was diese Regierung leisten kann. Sagt Robert Habeck, Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Vielen Dank für das Gespräch und einen guten Abend nach Berlin. Dankeschön. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Und in unserem Heute-Journal-Update um 0:45 Uhr gibt es noch eine Reaktion der Opposition. Dort ist Thorsten Frey im Interview, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Und auch bei unserem nächsten Thema brauchte es quälende Nachtsitzungen und zähe Verhandlungen, um einen Kompromiss zu finden, von dem ebenfalls noch nicht ganz klar ist, was er bedeutet. Die Weltklimakonferenz in Dubai ging heute zu Ende mit einem Abschlussdokument, das Raum für Interpretation lässt. Von einem Ausstieg aus den fossilen Energien ist nicht mehr die Rede, wohl aber von einer Abkehr. Andreas Stamm und Elisa Miebach berichten aus Dubai. Der Hammer fällt, keine Einwände mehr zugelassen. Nach einem finalen 36-stündigen Verhandlungsmarathon, hektischer Pendeldiplomatie zwischen den rund 200 Staaten steht das Abschlussdokument mit Kompromissen, die nicht leicht fielen, so die Außenministerin. Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Sicher nicht an jeder Stelle des Textes, so klar und verbindlich, wie wir uns als Europäer das an allen Stellen gewünscht hätten. Ein Umstieg ist es geworden, eine Abkehr mit Einschränkungen. Mehr war mit den erdölfördernden Ländern nicht zu machen. Schwierig finden wir, dass dieser Ausstieg aus den fossilen Energien noch eine Menge Schlupflöcher enthält. Darunter die Betonung der Rolle von Gas als Übergangslösung. Das ist letzten Endes ein Freifahrtschein für die fossile Energieindustrie und auch die Öl- und Gasförderländer. Das macht die Einhaltung der wichtigen 1,5-Grad-Grenze natürlich noch mal schwieriger. Immerhin beschlossen wurde, die Energiegewinnung aus Erneuerbaren bis 2030 möglichst zu verdreifachen. Wind, Sonne und Co. könnten dann die Fossilen mehr und mehr verdrängen. Viel zu tun auch für Deutschland, auch in anderen Bereichen. Ganz klar ist, dass in Deutschland jetzt in dieser Dekade auch geguckt werden muss auf den Gebäudesektor, auf den Mobilitätssektor, wo wir noch großen Rückstand haben auf das, was erreicht werden muss, damit wir unsere Klimaschutzziele erreichen können. Sie wollten das Ende von Öl, Gas und Kohle. Nun ist es eher der Anfang vom Ende geworden. Für die Aktivisten zu wenig, für die Staatengemeinschaft das, was maximal möglich war. Fragen wir nach bei unserem Klimareporter Andreas Stamm in Dubai. Andreas, der Aufruf, sich von den fossilen Energien wegzubewegen, steht im Abschlusspapier jetzt drin. Ist das ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Also es ist definitiv ein Fortschritt, denn bislang hat man um das Thema Öl und Gas in diesen Abschlussdokumenten einen großen Bogen gemacht. Jetzt steht es drin, es ist nicht der erwartete harte Ausstieg, es ist ein Umstieg, aber das ist eben eine Richtung, die ist vorgegeben und viele sagen, die ist jetzt unumkehrbar. Dann muss man auch nicht verachten, das Verdreifachen der erneuerbaren Energien, das heißt eben, dass man hier einen Boom auslösen will und dass man die Fossilen dann mehr oder weniger verdrängen kann und dass auch neue Investitionen in Öl und Gas sich einfach nicht mehr rechnen. Ist das schnell genug? Nein, keinesfalls. Die Wissenschaft ist eindeutig. Mit diesen Maßnahmen hier wird man es nicht schaffen, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das wird sehr, sehr schwierig. Das ist wohl nicht möglich. Und es gibt eben diese großen Schlupflöcher für Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, also die ölfördernden Staaten. Und das kann eben dazu führen, dass die denken, wir können erst mal so weitermachen und müssen nichts ändern. Also es geht in die richtige Richtung, aber eben nur in vielen kleinen und kleinsten Schritten. Und die müssen noch einen großen Schritt ergeben. Das war Dubai nicht. Andreas Stamm war das, der für uns die Klimakonferenz beobachtet hat. Vielen Dank nach Dubai. Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und Heinz Wolf. Und die beginnen mit einer umstrittenen Auszahlung von EU-Geldern. Ja, die EU-Kommission hat gut 10 Milliarden Euro an Ungarn freigegeben. Das Geld war bislang blockiert, weil Ungarn Rechtsstaatsmängel vorgeworfen wurden. Inzwischen seien die verlangten Maßnahmen für die Unabhängigkeit der Justiz umgesetzt worden, so die Kommission. Und sie betont, dass es keine politische Entscheidung sei, mit Blick auf die bislang ablehnende Haltung von Ungarns Ministerpräsident Orbán zu Ukraine-Hilfen und Beitrittsverhandlungen.
Darüber soll ab morgen auf einem EU-Gipfel beraten werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Viktor Orban heute aufgefordert, seine Haltung zu einer EU-Mitgliedschaft klarzustellen. Bei einem Besuch in Norwegen sagte Selenskyj, er habe Orban vor kurzem bei einem direkten Gespräch gesagt, dass dieser keinerlei Grund für eine Blockade habe. Die ukrainische Hauptstadt Kiew war in der vergangenen Nacht wieder schweren russischen Raketenangriffen ausgesetzt. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 50 Menschen verletzt. Zwar seien die Raketen von der Flugabwehr abgeschossen worden, aber herabfallende Trümmer hätten Gebäude getroffen. Es gab schwere Schäden und Brände. Über engere Beziehungen der EU mit den sogenannten Westbalkanländern wurde heute bei einem Spitzentreffen in Brüssel beraten. Es nahmen Vertreter aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, dem Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien teil. In einer Abschlusserklärung wird auch auf die veränderte Sicherheitslage verwiesen und wie wichtig deshalb hier eine strategische Partnerschaft sei. In Polen ist Donald Tusk nach der Bestätigung seiner Regierungskoalition durch das Parlament als neuer Ministerpräsident vereidigt worden. Am Vormittag legte er im Warschauer Präsidentenpalast vor Präsident Duda den Amtseid ab. Damit ist der Regierungswechsel vollzogen. Tusk steht für einen klar pro-europäischen Kurs. Bereits am Nachmittag reiste er nach Brüssel, wo er morgen am EU-Gipfel teilnehmen wird. Israel hat die Forderung der UN-Vollversammlung nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen zurückgewiesen. Ministerpräsident Netanyahu sagte, sein Land werde den Krieg auch angesichts internationalen Drucks bis zur Zerstörung der Hamas fortführen. Gestern Abend hatte die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit eine rechtlich nicht bindende Resolution für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. 153 Länder stimmten dafür, 10 dagegen. 23 Länder enthielten sich, darunter auch Deutschland. Es klingt wie ein Spionageroman aus dem Kalten Krieg. Ein BND-Agent und ein deutsch-russischer Geschäftsmann lernen sich in München kennen und arbeiten erst zusammen für den BND, später dann auch für den russischen Geheimdienst FSB. Pikant, das Ganze passiert während des Ukraine-Kriegs, als es dem BND gerade gelungen war, die Chats der russischen Söldnergruppe Wagner mitzulesen. Der Verrat der Doppelagenten vereitelte die Überwachung. Jetzt stehen beide vor Gericht. Sarah Tacke berichtet. Was sie als nächstes planen im Ukraine-Krieg? Das sollen die Söldner der Gruppe Wagner in einem geheimen Chat ausgetauscht haben. Und diesen geheimen Kriegschat soll der BND mitgelesen haben, noch im Sommer vor einem Jahr. Bis er, BND-Mitarbeiter Carsten L., den Russen Dokumente zugespielt haben soll, die zeigen, dass der geheime russische Kriegschat vom BND gehackt wurde. 450.000 € soll Carsten L. dafür bekommen haben. Arthur E., Diamantenhändler, in Russland geboren, soll der Kurier gewesen sein. Für 400.000 € soll er geheime BND-Informationen zum russischen FSB gebracht haben. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass es sich um 2 Fälle des Landesverrats in besonders schweren Fällen handelt. Und zwar, weil ein besonders schwerer Nachteil für die Bundesrepublik Deutschland gedroht habe durch diese Taten. Und da sieht das Gesetz dann tatsächlich eine lebenslange Freiheitsstrafe vor oder Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren. Auf der Anklagebank nehmen Carsten L. und sein mutmaßlicher Komplize Arthur E. heute erst Platz, als die Kameras den Saal verlassen haben. Ein außergewöhnliches Verfahren, sagt auch der Ex-Agent und langjährige BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad. Die Vorwürfe sind selten in ihrer Schwere. Solche Verratsfälle passieren, auch hoffentlich natürlich, nur sehr selten. Insofern, dass jemand, ein Innentäter, tatsächlich hochgeschützte Materialien, es waren zwar relativ wenige, aber sehr bedeutsame, weitergibt, darf nicht passieren. Aufgeflogen ist der mutmaßliche Verrat schon nach kurzer Zeit, durch eine Warnung befreundeter Geheimdienste. Was bedeutet das für den BND? Es ist ein größer anzunehmender Sicherheitsunfall, dass jemand, eben, dem man eigentlich vertraut hat, der auch Sicherheitsüberprüfungen erfolgreicher überstanden hatte, nicht, der ja schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit 1,5 Jahrzehnten, wenn ich richtig erinnere, auch ordentliche Arbeit geleistet hat. Und irgendwann ist der abgewandert, innerlich.
Ja, das hat er selber gemacht. Ob Carsten L. vom BND-Mitarbeiter zum Verräter wurde und ob er gemeinsam mit Arthur E. sicherheitsrelevante Informationen an Russland verkauft hat? Genau das wird jetzt hier an mehr als 50 Verhandlungstagen geklärt. Und hier geht's weiter mit Nachrichten aus Sport und Wirtschaft mit Heinz Wolf. Die US-Notenbank FED hat auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr, den Leitzins unverändert gelassen und sich am Abend zur Entwicklung von Wirtschaft und Inflation geäußert. Valerie Haller, wie sieht die FED die Lage? Sie sieht sie so, dass sie davon ausgeht, dass im kommenden Jahr Zinssenkungen wieder möglich sind, stärkere sogar als bisher angedeutet. 3 stellt FED-Chef Powell 2024 in Aussicht. Wann? Klar, das ließ er offen. Die Notenbanker gehen davon aus, dass sich die Inflation in den USA weiter abschwächt und dem angestrebten 2%-Ziel annähert. Die FED rechnet damit, dass die US-Wirtschaft zuletzt an Schwung verloren hat, im kommenden Jahr jedoch weiter wächst. An der Wall Street hatte man vor allem ein Ohr für die vermutlich anstehenden Zinssenkungen. Die Begeisterung groß, der Dow Jones so hoch wie nie. Der DAX hingegen ist leicht unter seinem jüngsten Rekordhoch geblieben. Die Einigung der Ampel auf einen Bundeshaushalt schmeckte vielen. Nicht viel sparen, kaum Investitionen, so das viel gehörte Votum. Anleger gehen davon aus, dass die FED spätestens im Mai die Zinsen wieder senken wird. Wenn es in Europa soweit ist, darauf könnte es morgen eine Antwort geben, wenn die EZB ihren nächsten Zinsentscheid trifft. Zwar dürfte niemand von einem Zinsschritt ausgehen, aber wenigstens von Hinweisen, wo die Reise hingeht. Mit schnellen Zinssenkungen ist jedoch nicht zu rechnen. Valerie Haller, vielen Dank. Keine Medaille bei der Weltmeisterschaft für die deutschen Handballerinnen. Die Chance darauf machten heute im Viertelfinale die Schwedinnen zunichte. Sie gewannen 27:20 gegen das deutsche Team. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 10, 11, 22, 27, 31, 39 und die Superzahl 1. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das war's von uns für heute. Hier geht's weiter mit dem Sportstudio und der UEFA Champions League. Und um 0:45 Uhr meldet sich dann Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Eins ist schon mal klar, das Jahr 2023 wird das wärmste Jahr im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die Temperaturabweichung liegt bei 1,46 Grad. Ja, und seit Juni sind alle Monate global gesehen Rekordmonate und auch der November. Und man sieht hier eindeutig, die roten oder die rötlichen Flächen überwiegen hier. Die blauen Flächen sind in der Minderzahl. Schauen wir auf Europa und da verabschieden sich die Tiefs allmählich. Hoher Luftdruck macht sich breit, aber es gibt noch etwas Regen und Schnee, vor allem im Süden Deutschlands an den Alpen. Regen und Schnee wandern allmählich südwärts und auch im Erzgebirge in den höheren Lagen fällt Schnee. Ganz im Norden gibt es zaghafte Auflockerungen und die tiefsten Temperaturen liegen bei -1 Grad Richtung Schleswig-Holstein und im Osten. Und es kann örtlich glatt werden, in den höheren Lagen sowieso dann wegen des Schnees. Am mildesten bleibt es noch mit 7 Grad im Südwesten. Ja, morgen dann weiterer Regen und Schnee in der Mitte und das wandert langsam Richtung Süden. An den Alpen setzt Dauerschneefall ein bis Freitag. Ansonsten von Norden her lockert es auf. Die Sonne zeigt sich. Hier bleibt es überwiegend trocken bei höchsten Temperaturen von 2 Grad ganz im Norden und 9 Grad im Südwesten. Es ist schon mal kühler als heute. Und die nächsten Tage, am Freitag gibt es Regen und Schnee, wandert in den Süden, lässt nach. Im Norden gibt es etwas Sonne bei 2 bis 8 Grad. Und das Wochenende wird mit 2 bis 10 Grad milder, ruhiger und etwas sonniger. Schönen Abend.